Heute geht es mal nicht um Gemüse und Obst in meinem Selbstversorger-Video, sondern um Selbstversorgung mit Fisch und Fleisch. Und zwar nicht nur für mich und meinen Mann, sondern auch für unseren Hund. Denn ich wurde, als wir Odin angeschafft haben, gleich mehrmals angesprochen nach dem Motto, dann seid ihr ja jetzt gar keine Selbstversorger mehr, wenn ihr einen Hund habt. Damit will ich dann mal aufräumen heute. Wenn ihr Vegetarier seid oder so etwas nicht sehen wollt, dann schaltet doch einfach nächstes Mal wieder ein. Heute, wie gesagt, geht es um Selbstversorgung mit Fisch und Fleisch und da geht es dann halt auch ein bisschen ins Eingemachte. Solltet ihr aber selber gerne Fisch und Fleisch oder auch andere tierische Produkte essen oder selber vielleicht Vegetarier sein, aber einen Hund oder eine Katze habt, die ihr ganz normal mit Katzenfutter füttert, wo ja nun mal Fisch und Fleisch enthalten ist, ja, dann solltet ihr vielleicht trotzdem dranbleiben. Auf unserem neuen Hof hier in Norwegen haben wir Fischrecht und Jagdrecht. Fischrecht in dem See da unten, den ihr sehen könnt, und Jagdrecht auf unserem Hof, der etwa 12 Hektar hat. Als erstes werde ich ein bisschen über die Fleisch-Selbstversorgung und das Jagdrecht sprechen und danach über die Selbstversorgung mit Fisch und das Fischrecht. Meine Frage an euch dieses Mal ist, habt ihr auch Selbstversorgung mit Fisch, Fleisch oder Eiern oder Milchprodukten? Das würde mich schon interessieren. Ist es eine komplette Selbstversorgung oder eine teilweise Selbstversorgung? Und ist es vielleicht auch so, dass ihr die Selbstversorgung teilweise oder ganz auf Hund oder Katze ausweitet? Würde mich schon interessieren, ob auch andere das machen. Wir haben hier auf unserem Hof Jagdrecht. Wir jagen selber zwar nicht, aber wir haben das Recht dazu, dann stattdessen dafür Geld zu bekommen. Und wie viel man bekommt, das hängt davon ab, wie viel die Jagdgemeinschaft einnimmt durch das Verpachten der Jagdrechte. Und das ist dann natürlich von Jahr zu Jahr verschieden, aber es reicht dazu aus, dass wir uns für das Geld einen kompletten Hirsch kaufen können, aus im Prinzip diesen Jagdbeständen hier aus dem Tal. Und das habe ich auch gemacht. Und zwar habe ich dieses Mal tatsächlich einen Hirsch gekauft, der schon fertig zerlegt war und auch verpackt war. Denn ich hatte einfach keine Zeit. Es ist zwar billiger, wenn man einen kompletten Hirsch kauft und den dann selber zerlegt, aber das muss ich auf nächstes Jahr verschieben. So, dieses Mal werde ich euch einfach nur die gefüllte Gefriertruhe zeigen. Und dann nochmal darauf eingehen, was ich dann mit Odin mache, wenn es um Fleisch geht. Wie ihr sehen könnt, meine Gefriertruhe ist gerammelt voll, allerdings natürlich nicht nur mit dem Hirsch. Den Hirsch habe ich hier komplett auf der rechten Seite. Richtig schöne Steaks und Koteletts und ach, alles, was es so gibt. Komplett einmal von oben nach unten, da ist genug Fleisch da. Dann habe ich hier noch Fisch, den hat mir live eingeschweißt, so schön mache ich das normalerweise nicht. Und hier drunter habe ich das ganze eingefrorene Essen für Odin. Schon mal da war und meinen Hirsch verpackt abgeholt habe, habe ich gleich gefragt nach Schlachtabfällen. Und siehe da, die waren total glücklich, dass wir die Abfälle nicht wegschmeißen müssen, sondern mir geben konnten. Und ich habe Säcke voll mit Knochen und Schlachtabfällen und Innereien bekommen. Einfach super. Selbstversorgung für den Hund mit Fleisch.
Bevor jetzt Leute hier anfangen zu wettern, ein Hund darf doch nicht Knochen fressen, die splittern und wie sieht das nachher? Fisch, wie soll ich den Fisch füttern? Das sind doch die Gräten drin. Also, es ist so, dass rohe Knochen und roher Fisch von einem Hund problemlos gefressen werden können. Wenn man die Knochen oder den Fisch kocht, dann werden die Gräten und die Knochen hart und sie splittern. Und dann ist es tatsächlich so, dass es eine Gefahr gibt, eine Verletzungsgefahr gibt, wenn sie die Knochen oder die Gräten verschlucken. Ja, auch bei rohen Knochen kann sich ein Hund natürlich mal einen Zahn ausbeißen oder kaputt machen. Kann. Die Betonung liegt auf kann. Und dazu muss ich euch erzählen, ich habe mir mittlerweile schon zweimal durch Popcorn-Essen ein kleines Stückchen von einem Zahn abgebrochen. Die Zahnärzte sagen, das passiert ganz häufig, wenn jemand Popcorn isst. Heißt das, ich darf jetzt nie wieder Popcorn essen? Und die wichtigere Frage ist im Prinzip, darf der Rest der Welt nie wieder Popcorn essen, nur weil ich mir mal ein Stück vom Zahn abgebrochen habe? Und genau das gilt natürlich bei Hunden auch. Nur weil irgendein Hund oder auch ein paar mehr Hunde sich mal ein Stück vom Zahn abgebrochen haben und deswegen zum Tierarzt müssen und das kostet, heißt das nicht, dass alle Hunde nie wieder Knochen essen dürfen. So viel dazu, so ich hoffe, das Thema ist davon von vornherein vom Tisch. Und ja, Odin bekommt selbstverständlich auch Gemüse, nicht nur Fisch und Fleisch. Es muss eine ausgewogene Ernährung sein, aber hier in diesem Video geht es einfach jetzt um Fisch und Fleisch und nicht um irgendetwas anderes. Ja, ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich habe dies gerade hier hochgetragen. Und da gibt es noch einen Sack von. Das sind Schlachtabfälle, Knochen und Innereien für Odin. Und dieser Sack hier alleine vor mir hat schon 20 Kilo. Ja, so das muss ich jetzt die Knochen zum Trocknen aufhängen und die Innereien kochen und einfrieren. Selbstversorgung mit Hund. Du hast einen da unten. So, das sieht aus wie ein Gruselkabinett, aber das sind Knochen für Odin, das reicht eine ganze Weile und da kommen natürlich noch welche dazu. Hier habe ich jetzt einen riesigen Topf, meinen Jumbo-Topf, und werde jetzt sortieren. So ein bisschen ist hier schon Fett und Fleischreste. In dieser Tüte sind die Eingeweide und jede Menge Fleisch- und Fischreste, Fleisch- und Fettreste. Die Fleisch- und Fettreste, die werde ich in portionsweise so einfrieren, wie sie sind. Und die Innereien, die werde ich kochen und dann auch portionsweise einfrieren. Das sind die Eingeweide, die muss ich noch ein bisschen zerkleinern. Hier haben wir jetzt Leber und Herz und beide Lungenflügel. Während hier die ersten Eingeweide kochen, stehen da die nächsten Eingeweide bereit. Und hier habe ich jetzt die Fett- und Fleischreste verpackt in ungefähr halbe Kilo Portionen und die werde ich dann einfrieren. Und nachher werde ich das Gekochte natürlich auch verpacken und einfrieren. Und wie sieht das aus? Braucht ihr noch einen Gartenkalender, einen Terminplaner für das nächste Jahr? Dann denkt dran, ich habe einen entworfen und sogar ein passendes Notizbuch dazu gibt es über meine Homepage bzw. über Amazon zu erwerben. Selbstversorgung mit Fisch. Wir haben hier auf unserem Hof Fischrecht
Und da wir eine Strandlinie besitzen, dürfen wir auch Netze auslegen, was natürlich für die Selbstversorgung wirklich eine super Sache ist. Mittlerweile habe ich sogar ein paar eigene Netze, die ich live abkaufen konnte, günstig, wofür ich wirklich dankbar bin. Ein Boot haben wir noch nicht, aber live und auch andere Leute sind wirklich lieb hier im Tal, also unglaublich hilfsbereit, vor allem live. Das heißt also, wir haben im Teamwork für ihn und für seinen Freund Magna und für mich zu dritt Netze ausgelegt und auch wieder reingeholt, sodass wir alle einen ordentlichen Fang hatten. Das haben wir zweimal gemacht und davon werde ich euch natürlich gleich mehr zeigen. En gang til. Ich habe jetzt die ersten 20 Forellen filetiert und die werde ich jetzt schon mal einfrieren, damit die hier nicht so lange rumliegen. Und dann sind hier noch jede Menge, die ich noch machen muss. Und dann hat natürlich auch noch Live jede Menge, die er filetiert. Leckeres Selbstversorgeressen. Fisch, Kartoffeln, Zucchini-Gemüse. Ist das nicht wahnsinnig schön heute Morgen mit Nebel und ja, wir hören natürlich ins Boot getuckert, denn ich und Live, der Verkäufer, sind unterwegs und wollen wieder Garn hochholen. So, ich darf hier das Boot fahren die ganze Zeit und Live macht die Arbeit. Und kann hier zwischendurch dann wirklich mir die wundervolle Umgebung angucken. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist natürlich die Handykamera, aber da oben kommt die Sonne. Das sieht aus, als würde der Berg brennen. Ja, vad heter jag här då? Oder? Där uppe i fjällen. Ah, da också. Da oben auch, aber das ist, also da sieht das hell aus und schön sonnig, aber da auf der anderen Seite sah das wirklich aus, als würde der Berg brennen. Keine Ahnung, ob man das sieht auf diesem kleinen Handy. Schade, dass ich traue mich nicht, meine richtige Kamera, meine gute, mit aufs Wasser zu nehmen. Wie man sieht, hier ist es schon ein bisschen frostig. Also heute ist der erste Frost. Und im Boot war das ganz schön glatt vorhin. Aber mittlerweile geht es ein bisschen.
Aber es liegt halt so ein bisschen frostig überall und alles knirscht, wenn man irgendwo lang geht. Und ich filme hier, während Live arbeitet. Ein bisschen kalte Finger bekommt man. Wenn ich die schon habe, dann hat er richtig Eisfinger. Jede Menge Fisch, einer nach dem anderen. Das ist echt super. Das ist wirklich unglaublich. Das ist ein Fisch nach dem anderen. Teilweise sitzen 3 aufeinander. Die sitzen voll, die Netze. Ich habe gemerkt, ich nenne die immer Garn. Das heißt natürlich auf Deutsch Netze. Aber auf Norwegisch und Schwedisch heißt das Garn. Deswegen, also wenn ich mich ab und zu mal verspreche, Garn bedeutet Netz. Ja, Fische ohne Ende. Und so ganz, ganz langsam schiebt sich die Sonne ins Tal runter und schiebt den Nebel weg. Mal sehen. So, jetzt bin ich wieder zu Hause mit Odin und es ist immer noch das Handy. Aber ich bin total durchgefroren, wollte euch nur zeigen, jetzt ist die Sonne hier im Tal angekommen und die kommt da gerade so über den Berg. Und es ist nämlich bald soweit, dass die Sonne nicht mehr über den Berg kommt und dann ist die hier für 2 Monate weg. Dann sieht man die immer noch auf dem Berg. So, ich werde jetzt mit Odin reingehen und jede Menge Fische filetieren, nämlich die Eimer, die ich bekommen habe. So, ich bin wirklich total durchgefroren und rote Nase und alles ganz rot und am Zittern. Und während Odin da sein Hirschknochen genagt, werde ich jetzt diese beiden Eimer voll mit Forellen filetieren. Und wir haben ja jede Menge mehr gefangen, klar. Aber da ging es ja für alle. Also wir sind zusammen rausgefahren, Live und ich. Und gestern haben wir die Netze gesetzt. Und ein paar Netze hat er auch mit seinem Freund Magna gesetzt, den ihr ja davor schon kennengelernt hattet beim letzten Mal. Netze setzen. Und jetzt haben wir alles rausgeholt. Also es ist für mich, für ihn und für Magna. Und ich bin total beim Frosteln. So, ich muss jetzt hier erstmal mich warm arbeiten und mir ein bisschen Fisch braten, weil Hunger habe ich nämlich auch. Wir waren insgesamt nämlich 3 Stunden draußen und es war schon sehr kalt. Also Live hat gar nicht so gefroren. Der hat am Anfang ein bisschen seine Hände kalt gehabt, aber der hat sich ja warm gearbeitet. Aber ich bin das Boot gefahren und sonst war man ja recht still und ich bin sowieso so ein bisschen mehr fröstelig. Okay. So, jetzt habe ich beide Eimer die Fische ausgenommen und jetzt geht's ans Filetieren. Ja, wie man sieht, wenn man das richtig filetiert, bleibt nicht viel übrig. Und hier ist es so, dass ich nachher dann die Köpfe abtrenne. Und die Köpfe werde ich für Odin kochen. Und dann ist im Prinzip nur das hier nachher Abfall, also die Gräten. Ja, es tut mir echt leid, dass meine Lampen so blinken, aber es wird zu dunkel ohne. Ja, ich bin natürlich noch nicht fertig. Ich bin hier weiterhin am Filetieren, aber ich habe Hunger und muss jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Und dann geht es weiter und dann zeige ich euch nachher die Menge an filetierten Filets. Ja, heute will ich euch von meinem Eierexperiment erzählen.
jeden Fall heute ausprobieren. Ich habe im Moment auch nicht so viele Eier, weil die in der Mause sind oder die Eier irgendwo versteckt haben. Daher werde ich jetzt mal... Ich habe die ganzen Filets aus dieser einen Schüssel jetzt nochmal einmal durchgewaschen, damit ich sie jetzt portionsweise einfrieren kann. Das sind jetzt in jedem Beutel 4 Fische, also in jedem Beutel 8 Filets. Ja, und da kommt dann ein bisschen was zusammen. So, Endspurt. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt. Ich habe für den zweiten Eimer ziemlich genau 45 Minuten zum Filetieren gebraucht. Und das sieht dann so aus. Und das hier ist übrigens der Rogen aus den weiblichen Fischen. Den bekommt auch Odin. Ja, und jetzt werde ich mich daran machen, die Fischköpfe abzutrennen und die auch noch zu kochen und die Filets zu waschen und zu verpacken und einzufrieren. Wenn ihr jetzt mal schaut, diese beiden Eimer waren komplett voller Fische. Die Filets habe ich eingefroren. Und wenn ihr jetzt mal seht, dieses hier und auch das, was noch in dem Eimer ist, also da ist noch ein Drittel-Eimer ungefähr, Fischreste. Und das wäre normalerweise auch Fischabfall. Aber das alles kann der Hund fressen, wenn das gekocht ist. Beziehungsweise er könnte es auch so fressen, aber er mag es nicht. Also koche ich es für ihn, weil das mag er dann. So, wenn man sich jetzt überlegt, man kauft Fisch im Supermarkt, dann kauft man die Filets, meistens jedenfalls, und alles das ist irgendwie Abfall und wird nicht verwertet. Und hier verwerte ich zumindest noch einen großen Teil. Ich denke allerdings, dass die Fischabfälle für den Supermarkt, dass das nachher zu Katzenfutter zum Beispiel verarbeitet wird. Hoffe ich zumindest. Aus den restlichen Fischabfällen hätte ich mir natürlich auch eine Fischsuppe kochen können. Und das werde ich nächstes Mal auch machen. Doch an diesem Tag war ich sowas von K.O. Das war wirklich ein extrem langer Tag, ein extrem anstrengender Tag. Und ich hatte da einfach überhaupt gar keine Kraft mehr für. Aber nächstes Mal werde ich mir aus den Resten auch noch eine Sudsuppe kochen und somit die dann auch noch verwenden. Die Fischköpfe mit dem Rogen, die koche ich jetzt einfach noch. Dann friere ich sie auch portionsweise ein. Und dann bin ich fertig für heute. Odins Fischköpfe. Oh, das wird nicht so gut mit dem... Das kommt von dem Dampf. Dann wird das unscharf. Ja, ein richtig langer und anstrengender Tag geht zu Ende. Selbstversorgung mit Fisch und Fleisch ist harte Arbeit, aber es lohnt sich und der Fisch schmeckt einfach unglaublich gut. Und ich vertrage ihn, das ist das Beste, denn vielleicht wissen ja einige von euch schon, dass ich histaminintolerant bin und auch noch ein paar andere gesundheitliche Probleme habe und den meisten Fisch, also den gekauften Fisch meistens überhaupt nicht vertrage. So, von daher, ich bin super glücklich. Ich habe jetzt Fisch, dass es reicht, wenn der See zugefroren ist. Wir wissen ja nicht, wann er anfängt zuzufrieren. Sonst kann man natürlich noch zwischendurch wieder fischen gehen. So Fisch satt den ganzen Winter und im Frühjahr kann man von vorne loslegen. So, da freue ich mich auch schon drauf. Ich mache jetzt Feierabend und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann gewohnt ohne Fisch- und Fleischzerkleinerung. Dann können auch alle Vegetarier wieder zuschauen. Okay, ciao!